Guten Tag. Diese kleine Tablette wird seit sehr langer Zeit verwendet und obwohl sie winzig ist, geht man davon aus, dass sie über viele Jahre hinweg etwa 100.000 Leben pro Jahr gerettet hat, dank ihrer Fähigkeit, die Bildung von Blutgerinnseln zu verhindern, die zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall führen können. In den letzten Jahren jedoch haben immer mehr Menschen aufgehört, diese kleine Tablette einzunehmen. Daher stellt sich berechtigterweise die Frage, warum das so ist, ob Aspirin tatsächlich sicher ist und wenn ja, warum es rezeptfrei erhältlich ist. Die Verunsicherung entstand vor allem durch eine Änderung der Empfehlungen im Jahr 2022, als die US Preventive Services Task Force ihre Haltung zur Verwendung von Aspirin zur Vorbeugung von Herzinfarkt und Schlaganfall änderte und klar betonte, dass Aspirin nicht für jeden geeignet ist. Genau aus diesem Grund erklären wir in diesem Video, für wen Aspirin sinnvoll sein kann und für wen nicht, wie es richtig zum Schutz der Arterien und des Herzens eingesetzt wird und in welchen Situationen es mehr Schaden als Nutzen bringen kann. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Vorhofflimmern, atrialen Fibrillation, einer Herzrhythmusstörung, bei der Aspirin keine geeignete Wahl zur Schlaganfallprävention darstellt, sowie auf der Erklärung, warum in diesen Fällen andere Medikamente notwendig sind. Außerdem sprechen wir über natürliche Nahrungsergänzungsmittel, die zur Gesundheit der Blutgefäße beitragen können, aber auch über ihre Grenzen, sowie über den genetischen Faktor LPA, ein oft übersehener, aber bedeutender Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bei dem Aspirin bei bestimmten Personen eine schützende Wirkung haben kann. Es ist wichtig zu verstehen, dass Aspirin kein harmloses Medikament ist, da es das Risiko von Blutungen erhöhen kann, insbesondere bei Menschen ohne nachgewiesene Erkrankung. Deshalb wird heute klar zwischen primärer und sekundärer Prävention unterschieden. Wenn bereits Plaques in den Arterien vorhanden sind oder jemand einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erlitten hat, hat Aspirin weiterhin seinen Platz. Sind solche Anzeichen jedoch nicht vorhanden, sollte seine Einnahme sorgfältig und nur nach Rücksprache mit einem Arzt abgewogen werden. Dieses Video dient ausschließlich zu Informationszwecken und soll Ihnen helfen, die verfügbaren Informationen besser zu verstehen, ersetzt jedoch nicht die Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Unabhängig vom Alter bleibt die wichtigste Prävention von Herz- und Schlaganfallerkrankungen ein gesunder Lebensstil, die Kontrolle des Körpergewichts und des Blutzuckers, regelmäßige Bewegung und eine ganzheitliche Gesundheitsvorsorge, während Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel lediglich Werkzeuge sind, die nur dann sinnvoll sind, wenn sie gezielt und richtig eingesetzt werden. 1. Was ist Aspirin eigentlich? Im Jahr 1897 entdeckte der Chemiker Felix Hoffmann, der für das Unternehmen Bayer arbeitete, eine Substanz, die später als Aspirin bekannt wurde. Dabei handelte es sich nicht um eine zufällige Entdeckung wie bei Penicillin, vielmehr war dies eines der ersten Beispiele dessen, was wir heute als große Pharmaindustrie bezeichnen. Ein natürlich wirksames Heilmittel wurde chemisch verändert. Aspirin ist jedoch keineswegs neu, es wird seit über 4000 Jahren verwendet. Bereits die alten Sumerer beobachteten, dass gekochte Weidenrinde Schmerzen und Fieber lindert. Der wirksame Bestandteil heißt Salicylat und Hoffmann entwickelte daraus die Acetylsalicylsäure. Wie wirkt Aspirin? Aspirin lindert Schmerzen, doch entscheidend ist hier seine Wirkung auf die Blutgerinnung. Es bindet sich an die Blutplättchen, die Thrombozyten, und verhindert deren Aktivierung. Andere Blutverdünner wie Warfarin oder sogenannte NOAKs, wie beispielsweise Xarelto oder Eliquis, wirken auf die Gerinnungskaskade, eine Abfolge von Proteinen, die an der Bildung eines Blutgerinnsels beteiligt sind. Aspirin greift früher in diesen Prozess ein, nämlich ganz am Anfang der Gerinnselbildung. Nebenwirkungen: Ist Aspirin wirklich sicher? Zu den häufigsten Nebenwirkungen zählen allergische Reaktionen, Magenschwülle und Magen-Darm-Blutungen. Der Hauptgrund für die geänderten Empfehlungen im Jahr 2022 war das erhöhte Blutungsrisiko, einschließlich Blutungen im Gehirn. Daher kam man zu dem Schluss, dass bei Menschen ohne Anzeichen einer bestehenden Erkrankung das Risiko größer sein kann als der Nutzen. Primäre versus sekundäre Prävention. Primäre Prävention bedeutet, dass keine Symptome oder nachgewiesene Erkrankungen vorhanden sind. Sekundäre Prävention liegt vor, wenn bereits Plaques in den Arterien vorhanden sind, ein Herzinfarkt oder Schlaganfall erlitten wurde oder andere Krankheitszeichen bestehen. Aspirin wird weiterhin für die sekundäre Prävention empfohlen.
Wenn Plaques vorhanden sind, sollte unabhängig vom Alter über die Einnahme von Aspirin nach ärztlicher Rücksprache nachgedacht werden. Sind solche Anzeichen jedoch nicht vorhanden, ist Aspirin möglicherweise nicht nötig. Was ist Plaque eigentlich? Plaque ist weder Fett noch Wachs. Es handelt sich um eine entzündliche, schleimige Masse, die reich an Entzündungszellen ist. Wenn diese Masse in den Blutkreislauf gelangt, kann sie die Bildung eines Blutgerinnsels auslösen. Und genau dieses Gerinnsel verursacht einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Dafür ist keine 50-prozentige Verengung der Arterie nötig. Wann sollte Aspirin nicht verwendet werden? Bei Vorhofflimmern schützt Aspirin nicht vor einem Schlaganfall. In diesen Fällen sind NOAKs wie Xarelto oder Eliquis erforderlich. Natürliche Präparate wie Fischöl, Knoblauch, Ingwer oder Kurkuma können unterstützend wirken, ersetzen jedoch keine notwendige medikamentöse Therapie. LPA ein verstecktes Risiko. LPA ist ein genetischer Faktor, der das Risiko für einen Herzinfarkt um bis zu das Vierfache erhöhen kann. Bei Menschen mit erhöhtem LPA kann Aspirin das Risiko deutlich senken. Fazit: Aspirin rettet Leben, ist jedoch nicht für jeden geeignet und muss gezielt und verantwortungsvoll eingesetzt werden. Die wichtigste Prävention bleibt ein gesunder Lebensstil mit ausgewogener Ernährung, Bewegung, Gewichtskontrolle und guter Blutzuckereinstellung. Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel sind Hilfsmittel, das Fundament bleibt immer der Lebensstil.